Mit der Veröffentlichung des Source Codes zu diversen Command & Conquer Spielen ist EA in der vergangenen Woche einen bemerkenswerten Schritt gegangen und hat damit Tür und Tor für die C&C Modding Community geöffnet, um die Serie in Eigenregie am Leben zu halten. Dem einen oder anderen dürfte aber nicht entgangen sein, dass es in diesem Atemzug ausgerechnet nichts zu den beiden wichtigsten Teilen der Serie gab. So glänzten nämlich Tiberian Sun und Red Alert 2 auffällig mit Abwesenheit, was wiederum erneut Gerüchte um eine zweite Remastered Collection mit diesen beiden Titeln aufleben ließ, welche ehrlich gesagt auch jeder haben will. Daher bin ich mal für euch auf Spurensuche gegangen und ja, schon mal vorab eine vorsichtige Triggerwarnung. Dieses Video wird euch von Instant Gaming präsentiert, die mit Cossacks 3 ein echtes RTS-Brett für euch im Angebot haben. In Cossacks 3 schlagt ihr historische Schlachten in 5 Einzelspielerkampagnen des 17. und 18. Jahrhunderts. Dafür packt das Spiel bis zu 32.000 Einheiten gleichzeitig auf eine Map und lässt euch zwischen 20 einzigartigen Nationen und 120 Einheitenarten wählen. Eben ein Titel, der in jeder gut sortierten RTS-Sammlung nicht fehlen darf und welcher mit 8 € für seine Complete Edition mit allen Add-ons auch von mir eine klare Kaufempfehlung erhält. Mit einem Kauf über meinen Partnerlink unterstützt ihr gleichzeitig diesen Kanal hier massiv. Jetzt aber Welcome back, Commander, wir müssen über Command & Conquer reden. Zu wenig Energie. Empfange Nachricht. Geschlechtskontrolle wird übergeben. Bitte warten. Vorrangiges Ziel erreicht. Willkommen, Commander. Kurzer geschichtlicher Abriss. Command & Conquer Tiberian Sun war nach Red Alert 1 der dritte Teil der Serie und gleichzeitig ein Sequel zum ersten C&C, welches in der sogenannten Tiberium-Timeline spielt. Das Spiel hatte es dank verkorkstem Marketing zum Release nicht einfach, da durch Fake-Screenshots falsche Erwartungen an den Titel geweckt wurden, die das Spiel dann dementsprechend nicht halten konnte. Trotzdem verkaufte sich Tiberian Sun bereits im ersten Monat über 1,5 Millionen Mal und hat bis heute, wie auch sein Nachfolger, für ein 26 Jahre altes Spiel eine sehr aktive Community, wovon andere Konkurrenztitel aus dieser Zeit nur träumen können. Hier ist General Carville. Sowjetische Invasion ist bestätigt worden. Verteidigungsplan 010 Adam Delta Charlie ausführen. Aber auch Alarmstufe Rot 2, welches simultan entwickelt wurde und daher schon im Jahr 2000, also ziemlich genau ein Jahr nach Tiberian Sun erschien, machte seinen Job mehr als ordentlich. Im Gegensatz zum bierernsten Tiberian Sun nahm man sich in der Alarmstufe Rot Timeline nicht ganz so ernst, weswegen vor allem die ikonischen Zwischensequenzen der beiden Hauptkampagnen in Erinnerung blieben. General. Übrigens habe ich euch dazu letztes Jahr ein Tutorial gemacht, also wie ihr diese Cutscenes in 1080p genießen könnt. Und wenn wir schon dabei sind, ich habe auch ein Tutorial für euch, wie ihr beide Titel unter Windows 10 und 11 vernünftig mit hoher Auflösung genießen könnt, daher beide Tutorials oben im i. Um unsere Ausgangssituation für das heutige Thema zu vervollständigen, veröffentlichte EA im Jahr 2020 die sogenannte erste Remastered Collection mit den beiden ersten Teilen, also der Tiberium-Konflikt und Alarmstufe Rot, dessen Entwicklung sich zunächst schwierig gestaltete, weil, Achtung, jetzt kommt's, nur noch Teile des Source Codes zur Verfügung standen, weswegen unter anderem die Engine gewechselt werden musste. Genaue Verkaufszahlen habe ich nicht gefunden, dafür aber geschätzte Umsatzzahlen. So hat die Collection bei geschätzten Entwicklungskosten von $8 Millionen gute 28 Millionen eingespielt und war damit durchaus erfolgreich genug, um einen Nachfolger zu rechtfertigen. Allerdings kann man auch anbringen, dass 20 Millionen für den Megakonzern EA
mit über 7 Milliarden Dollar Umsatz in 2024 keine große Nummer ist und war. Welcome back, Commander. Praktisch halten sich die Gerüchte um eine zweite Remastered Collection mit den viel besseren Tiberian Sun und Red Alert 2 seit dem Release der ersten. Und sicherlich ist diese Collection auch viel wahrscheinlicher als ein neuer Teil im C&C-Universum, welchen EA übrigens letzte Woche auch final ausgeschlossen hat. Allerdings gibt es mindestens genauso lange noch ein zweites Gerücht. Nämlich, dass bei der Übernahme der Westwood Studios durch EA reihenweise Daten verloren gegangen sind. Und ehrlich gesagt war das auch mein letzter Stand, nämlich dass eine weitere Collection gar nicht so ohne weiteres möglich ist, da EA den Source Code beider Spiele, wie auch vieler anderer Westwood-Klassiker, schlicht verloren hat, was auch den katastrophalen Zustand beider Titel in der Ultimate Collection erklärt und wohl der Fakt ist, warum man hier massiv auf die Community-Modder zurückgegriffen hat, um die Titel überhaupt halbwegs lebendig zu halten. Und ja, wie der Zufall so will, gibt es zu diesem Thema ein ziemlich aktuelles Interview mit Louis Castle. Wem der Name nichts sagt, dieser Mann hat gemeinsam mit Brad Sperry in 1985 die Firma Westwood Associations gegründet, die sich dann 1992 in Westwood Studios umbenannte. Damit war er durch die Beteiligung an Dune 2 und Command & Conquer einer der Pioniere der Echtzeitstrategie, wofür er bereits 1999 im Rahmen der Spotlight Awards für sein Lebenswerk ausgezeichnet wurde. Okay, jedenfalls hat er in einem relativ aktuellen Interview vom Januar 2025 auf dem YouTube-Kanal von Human Interact Folgendes gesagt. Ganz frei übersetzt. EA boten uns eine großartige Gelegenheit zur Konsolidierung und dann ging alles sehr schnell, was sehr bedauerlich war, denn ich glaube, wir hatten nur etwa einen Monat, vielleicht 6 Wochen Vorlaufzeit, um das aktuelle Studio zu schließen. Dabei ging viel Material verloren, da wir alles in aller Eile zusammenpacken mussten. Unser gesamtes Archiv befand sich auf riesigen Plattenspeichern, also riesige Kisten mit optischen Platten. Diese wurden verpackt und abtransportiert und als ich sie 6 oder 8 Monate später das erste Mal wieder sah, waren diese Kisten schon geöffnet und die Speicherplatten lagen überall im Raum verstreut herum und waren zum Teil unwiederbringlich zerstört. An diesem Tag wurde mir klar, dass wir durch den Umzug 2,5 Terabyte Westwood-Geschichte verloren hatten. That was really painful, and again, can't blame anybody. They never had a reason to set it up again, so it just sat in a corner and, eventually somebody opened it up. What's this? What's this? They don't even know what's in there. It was sad. Natürlich sagt er nicht, was genau verloren gegangen ist, aber da bereits der Source Code vom ersten C&C nicht mehr vollständig war und nun im Zuge der Übergabe an die Fans genau diese beiden Spiele fehlen, bestätigt leider viel mehr das zweite Gerücht, nämlich dass man diesen schlicht bei einem Umzug Anfang der 2000er Jahre verloren hat, beziehungsweise die entsprechenden Discs, wie auch immer, kaputt gegangen sind. Sollte also irgendwann eine zweite Remastered Collection erscheinen, müsste das Team dahinter beide Spiele ohne Source Code von Grund auf neu bauen. Das wäre an sich mit den richtigen Leuten wahrscheinlich nicht mal das große Problem, würde aber Kosten verschlingen, die der erwartete Gewinn für EA nicht rechtfertigt, die bekanntermaßen nur auf ihre Umsatzzahlen schielen und denen die Fans schon immer am allerwertesten vorbeigegangen sind, weswegen leider aktuell überhaupt gar nichts für diese Collection spricht und das Gerücht dahinter wohl vor allem eins ist: Wunschdenken der Fans. Ein Blick in Ihr Gehirn wäre bestimmt gut, General. Vielleicht kriege ich ja noch die Chance.